Informatiker, der Gestell baut. Hey, ja. Wie bin ich zu dem gekommen? Der Christian hat halt gefragt, ob ich auch einen Teil von der Logistik übernehmen würde. Und ja, ich sage jetzt mal, Logistik und Informatik kannst du noch so knapp irgendwie zusammentun, weil du es ein bisschen strukturiert musst aufbauen und einordnen und alles Mögliche. Und darum, es macht noch halben Sinn. Alles, was Kundenbestellungen sind, auch Händlerbestellungen, wird von Österreich aus verschickt. Am Anfang in einer Garage, ganz klein. Und dann ist es wie erweitert worden. Also dann haben wir das Question House gebaut und ja, eigentlich ein grosses Lager gehabt, oder immer noch. Und das zügeln wir jetzt aber alles in die Schweiz. Also das ganze Lager kommt jetzt hier rein, quasi in euer Büro. Genau, ja. Also ich nehme an, der Christian hat auch, als er das Haus gesucht hat, darauf geschaut, dass wir Platz haben für das ganze Lager. Es müsste Platz haben, aber das sehen wir dann wahrscheinlich erst am Schluss. Das heisst, bei so einem sind wir dann wahrscheinlich irgendwie bei 128, oder? Wir haben ja den Plan schon von unseren Vermietern. Da sind wir auf die Idee gekommen, um das anzuschauen und haben gemerkt, es ist etwa 30 cm weniger hoch wie auf dem Plan. Aber wir haben eine Lösung gefunden. Ja, wir haben Glück gehabt. Also dort, wo wir es bestellt haben, sind so Secondhand-Lager aus Österreich, also Regal. Und die haben jetzt doch noch mal Zeit, um es zu kürzen. Aber ja, wenn man das vor 2 Tagen nicht angeschaut hätte, wäre es jetzt wahrscheinlich zu spät gewesen. Teilweise braucht man ein bisschen Glück. Ja. Und jetzt kommt ein bisschen Reality-Check. Jetzt kommt der Reality-Check, ob es reinpasst. Ja. Ich würde irgendwie vorstellen, dass wir da mal versuchen, mit Klebband oder so einzuzeichnen. Was ist das Maximum, das wir hier haben? Oh, 5 Meter. 5 Meter, okay, nicht schlecht. Also weißt, muss man mit einer grossen Box durchlaufen oder passiert das alles da? Es passiert wahrscheinlich alles vorne, gell? Das ist eine gute Frage. Der Aufwand oder die Hürde, dass du das im echten Raum testen musst, es braucht irgendwie 1-2 Personen, die einen Morgen lang das Zeug einzeichnen. Und das überlegst du schon irgendwie doppelt, ob du den Aufwand auf dich nimmst. Aber es bringt etwas. Achtung, Kopf. So stimmt es etwa. Aber das macht es echt spannend auf nächste Woche. Hey, mega. Dann sehen wir, ob die Planung aufgeht. Also das geht nicht, oder? 64? Nein. Offensichtlicherweise. Bei hinten dran schon. Also was wäre jetzt das, der Abstand zwischen den Regalen? Mhm. Also das ist der kleinste Abstand. 70. Nicht einmal. Ja, ich glaube, dort müssen wir zumindest mit einer Kiste noch durchkommen. Also so kommst du durch. Beim Taschendesignen tut man auch teilweise nur kleine Mockups machen, um alles auszuprobieren, ob es funktioniert, bevor man es dann wirklich umsetzt. So Design Thinking Prozess gibt es überall. Jetzt zum Beispiel auch gerade im Lagerregal, wo man dann wirklich das Zeug 1:1 ausprobieren kann. Wenn wir da jetzt noch den Tresen ansetzen, oder? Ja, nein, das geht nicht. Das haben Ja, den müssen wir verschieben. Das heisst, das muss schon Tresen, ja. mindestens. Eigentlich musst du gerade noch mal einen Balken führen. Ja. Ich würde sagen mindestens 80. So. Jetzt müssen wir da. Das sagt 80. Also, Ja, ja, etwa so. 6 Meter, glaube ich. Okay, das ist Stalin hat noch den Punkt von der Fluchtwege ins Spiel gebracht. Ist das ein Thema, weißt du? Nur weil oben haben wir ja auch. Da können wir auch nicht zu weit ich denke führen. es schon. Also wahrscheinlich müssen wir zumindest hinten durchkommen. Okay. Also es wird gehen. Ja. Also ich glaube, in dem Sinne müssen wir uns jetzt entscheiden, wenn wir auf die Maximalvariante gehen oder auf eine Startvariante, die wir dann noch ausbauen können. Ja, jetzt haben wir eigentlich den Plan ja wie mal 1:1 getestet. Das Layout. Als nächstes kommen die Lagerregale geliefert, die wir bestellt haben. Ja, genau. Ja, das bin ich. Aber wir müssen nur eine auslehnen. Also,
Vielen Dank. Es ist ein Paket weniger wie angegeben, aber es sind glaube ich, nur Querverstrebungen, die sie jetzt oben drauf gepackt haben. Von dem her müsste es stimmen. Das ist gut. Gut. Nebst dem Omar und dem Mattia, die ja bei uns bzw. Bananatex arbeiten, sind alles Väter in dem Sinn von uns, die sind helfen. Pensionierte. So, okay, das ist gut. Bei dir? Es ist klar, dass wir halt jetzt recht viel Zeit gebraucht haben, um herauszufinden, wie wir es genau aufteilen von den Regal und was die beste Vorgehensweise ist, um es effizient aufzubauen. Aber ich glaube, jetzt kommt man langsam rein und dann steigt die Geschwindigkeit. Ja. Stärkungspause. Ja, sieht also nicht schlecht aus da oben. He? Wow, die oberen sind wirklich abartig dreckig. Da steckt schon viel Know-how drin von gestern. Hey, jetzt stehen mal alle Gesteller. Also jetzt eben gestern ist das ganze Lager in dem Sinn geliefert worden. Und jetzt heute haben der Omar und ich den Rest eigentlich noch das Zweite gut rein tun. Und die Planung müssen wir natürlich auch noch machen. Ja, wo welches Produkt. Dann kommt nächsten Montag die erste Lieferung. Eine kleine Lieferung. Von jedem Produkt, jeder Farbe, sollten mal 10 Stück kommen. Und die versuchen wir dann ja, systematisch einzubauen. Genau, das ist der Plan. Zum Beispiel vom Travel Kit Medium Ja. in Natural White haben wir 204 Stück. Travel Kit Medium. Und Travel Kit Small in All Black Ja. 168. Okay, also nochmal 2 Kisten. 3, 2,5. Das sind schon viel. Ja. Und das ist die Farbe und dann die Version. Hat meistens kein Bananatex drin. Also das B oder so. Er hat sich Oder dann da so ausgedacht. Der Name dann. Der hat meistens das Bananatex drin. Ja. Okay, also auf das kann Aber man nicht gehen. immer. Okay. Merkt. Aber du weißt es, zum Glück bist du da. Ja, das macht Sinn, wenn die nebeneinander sind. Und das hast du jetzt aber gesagt, sind eigentlich solche, die wir wenig haben. Also mehr, dass viel Anzahl Produkte in einer Kiste Platz Aha. haben und wir darum weniger Kisten Kisten brauchen. haben. Weißt du, was ich meine? Okay, aber haben wir dann immer so viele Stückzahlen? Insgesamt sind es 746. Alle Farben. Aha. Und pro Kiste Aber es hat ist wie gleich, das viel? sind 70 Kisten. 10. Wer kauft denn das alles? In wie vielen Jahren? Da haben 3 haben nicht Platz nebeneinander. Gibt es 2 verschiedene Schwarze? Also gut, wir haben schon gewusst, dass es viel ist. Was mich einfach fasziniert ist, dass es so viel ist. Das ist nachher, damit du das Produkt findest, wenn du musst pickpacken musst. Dann weißt du, was du musst suchen. Wären also 40 von 1000 sind mal da. Ich meine, es hat ja noch viel Platz. Er nimmt das hoch. Es fühlt sich schon knapp an. Aber wenn man halt bedenkt, dass wir das Maximum rausgeholt haben, was wir haben können, jetzt in diesem Platz da unten, haben wir ja gar nicht viel anders machen.
Was war das? Der Laser. Jetzt haben wir hier B12 Washed Black. Jö, ist das was? Wieso hast du das jetzt so gut gefunden, direkt? Weil wir das so gut eingeräumt haben. Wir haben ja auf jedem Produkt hinterlegt, welches Regal bzw. welches Tableau das es ist. Das Einzige, was du dann eigentlich merken musst, ist die Farbe, weil es hat ja wahrscheinlich dann meistens mehrere Farben vom gleichen Produkt in der Nähe. Und nachher bringst du es hier zurück. Und dann die Kontrolle ist eigentlich, dass du kannst, noch scannen kannst. Und dann sagt es dir, das ist das Richtige. So verhinderst du natürlich Retouren, wenn du schon mal das richtige Produkt überhaupt verschickst. So. Also, jetzt schauen wir doch mal, was wir da für Packung nehmen. Ganz am Anfang ist es schon so ein bisschen so, man will keinen Fehler machen, oder? Und dann fragt man sich immer so, habe ich jetzt das Richtige drin? Ist es jetzt wirklich ihres? Also jetzt mache ich es einfach zur Zeit, wenn ich versuche, den Prozess so einfach wie möglich zu machen. Also wenn noch ein bisschen herauszufinden, was kann man noch ein bisschen optimieren, um irgendwie da Klicks oder mögliche Fehler zu verhindern im System. Aber nachher ist eigentlich das Ziel, dass das alle da machen können. G52 Woodpecker. Falsch. Es muss Medium sein. Siehst du, schau jetzt, das System ist so gut. 5,2. Ja, ich hätte das richtige Gestell müssen nehmen. Yes. Hier brauche ich noch Lochblech an all die Regale. Und dann ist eigentlich das dann auch wie eine Art Studio-Shop, wo man posten kann. Und das Coole ist natürlich, dass du dann da reinschauen kannst und die Reparaturwerkstatt anschauen da hinten und so.